So, nach 10 Tagen bin ich wieder zurück vom Urlaub. Ja, was heißt Urlaub? Ich habe meine letzten Möbel geholt. Sideboard, ein Tisch. Alles abgebaut in Südtirol, da wieder aufgebaut. Dann eben Satellitenschüssel angeschlossen. Funktioniert da. Ja, hat ein bisschen gedauert. Mit den ganzen Winkeln. Eben meine Couch. Ausgefahren. Und sonst glaube ich, ist nicht recht viel passiert. Da herinnen. Eben die Dusche. Daneben das ganze Plastik ausgerissen. Ja, halt, das ist das ganze Plastik. Die Schraube mit einem Stückchen von Plastik. Dann eben probiert da drunter. Weil normal kann man das ja umheben, um die Rollen auszuziehen. Aber das ist anscheinend so gemacht, dass das Plastik da fix drinnen bleibt. Das dann probiert auszuheben mit dem Schraubenzieher, aber nicht funktioniert. Und dann ist es einfach wieder rein. Jetzt ist die Schraube weg. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Eben schön dunkel. Sonst Ameisen randalieren wieder da hinter der Tür. Tja, schaut so. Eben mit meinem Bett. Eben, ja, ist da nicht viel passiert. Mit meinem Bett habe ich ein bisschen wegschieben müssen. Ein paar Dosen und so. Aber jetzt müssen wir langsam die Werkbank machen. Naja. Das haben wir, das war ja früher auf dem Sideboard drauf gestanden. Meine Mom hat dem jemand, wir können es derweil mal anderweitig verwenden. Ich wollte es komplett zusammenpacken. Aber ja, jetzt steht es halt da. Nähmaschine, die ich geschenkt kriege. Oldschool Nähmaschine. Ah ja, und ein Herd. Ja, der Kollege hat eine neue Küche eingebaut und dann hat er mir den eben geschenkt. Und die haben halt ein bisschen rumgebastelt. Da links drauf. Dass man gerade die Platte eintieren kann derweil mal. Na, funktioniert top. War schon ziemlich zerkratzt und so, aber kein Problem. Der Kühlschrank funktioniert auch super. Okay, dann haben wir draußen noch mal eine Runde. Ja, da in das ganze Holz habe ich verschoben. Eben, da haben wir dann gegrillt einmal. Eben drüben im Grillplatz. Mitten im Sommer auch schon einmal eingeweiht. Ja, ist gut gegangen mit dem Holz, mit dem furztrockenen Holz. Eben Stühle mal ausgepackt. Alle möglichen. Und da ist natürlich wieder der Ultra-Ameisenhaufen da drinnen. Gestern war alles voll mit Flugameisen. Deswegen die Bretter, die ich auch bald einmal aufbrauchen. Die Werkbank etc. Der Wein wächst. Wunderbar. Die Nachbarn haben gesagt, ich soll nicht da ein Netz drüber spannen. So ein T und oben drüber nicht so an die Seiten. Anscheinend ist nicht so das Problem. So, dann. Zwei Riebes, die ich kriege.
Schwarze und rote. Ja, mal schauen. Trocknet zwar schon ein bisschen, aber ich hoffe, sie schaffen es. Sie rappeln sich wieder. So. Dann da hinten wieder ein bisschen weiter gegraben, bis ich auf ein Wespenerdloch gestoßen bin. Da natürlich wieder eine Macke reingehauen. Das ist das Wespenerdloch. Die Ameisen, die machen wir da einfach überall ein Problem. Ich denke mal, die Ameisen loswerden. Ja. Das hört nicht auf. Bis daher hat die gern grob und dann ein bisschen weiter runter. Dann das Loch vielleicht zusilikonieren oder dann Kreide, einen Kreis drum oder ein Gitter drauf. Ich weiß nicht. Nachbar hat gemeint mit Bicarbonat. Kannst du ja mal probieren. Ja, mal gucken. Eben, habe ich alles wieder gemolten. Da allerdings, wir haben dem unten beim Nachbar Bier trinken, hat er gemeint so, ja, wenn da hinten das Wasser rausläuft, weil da hinten läuft das Wasser raus von der Küche. Und das Rohr, das geht eben quasi schon fast auf dem Weg. Also kurz vor dem Weg geht es dann kürzer gerade rein. Das hat irgendwie mal das anfangen zu stinken, da kann es sein, dass ich Strafe zahlen muss. Seine Idee war gewesen, das ganze Ding nach hinten umzuleiten. Jetzt haben wir geschaut, was wir da gemacht haben. Und da kommt auf alle Fälle schon einmal das Rohr raus von der Küche. Da ist dann so ein Deckel drauf, das wird ja einfach da rein, das Rohr rein silikoniert. Ja, ganz gut. Gut ist, da ist zusilikoniert. Ein Stopsel drauf. Gut. Ja, mal gucken. Da kommt eben auch Rohr noch runter. Muss ich mal da schauen, es wird da gerade reinigen. Ja, eben. Vielleicht stopfe ich das Loch einfach zu und dann können wir schauen, wo das Loch da, wie das Rohr da weitergeht draußen. Ohne dass da das Wasser runterläuft. Läuft es halt hinter. Quillt halt hinten aus. Ja, mal gucken. Mal gucken. Eben, das Ding war eben von da hinter eben. Und da war dann eben eine in den. Und dann mit dem großen Rohr dann alles irgendwo hinschicken. Das ist ja da die Frage, gell? Wo dann. Weil da kommen ja eben auch 2 Rohre runter. Vom Wasser. Und das da vorne, das geht mit Sicherheit daher. Oh, ich glaub's nicht. Der ist neu. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Cool. Okay, dann haben wir auch schon mal das nächste. Könnten wir aufgraben, hein, schnell. Ja, das war's so mal wieder. Im Update. Ja, und der Satellit zum Einstellen ist genau über den Gipfel rüber. Ja, was sind wir genau? 95 und 100%. Ich kriege 95% Signal
Stärke oder so und 100% Qualität. Also schon perfekt. Ich habe dann einfach alles festgeschraubt und gesagt, das passt so. Ja, gut, dann schauen wir mal, was da noch drunter ist. So, jetzt habe ich das Ding einmal frei gemacht. Und das ist wirklich voll. Ey. Ja, ein bisschen was raus. Aber jetzt höchste Zeit, das einmal zu putzen. Boah. Aber es ist ja so, da geht gleich einer da raus, wie das jetzt sieht. Und kommt eben von da rüber. Vom Dach. Aber von den anderen zwei Seiten, also von da, sehe ich jetzt nichts. Und von da auch nicht. Das heißt, nach Adam Riesling, dass das fette Rohr, was da hinten aussieht, da geht das aussehen, dass das mit der Dachrinne da nichts zu tun hat. Und ich muss es einfach mal zeigen, wie ich im Video eine Müllhalde gekauft. Dachpappe. Da unten drin, da im Loch auch Dachpappe. Also gekratzt nach 2 Sekunden. Da. Die ist da ohne, okay. Irgendwelche Gitter. Glosscherben. Dann da wieder Dachpappe. Da ist Isolierungsmaterial. Ja, Steine, ist okay. Und da das gleiche Bild. Da haben sie Rohre, Dachpappe, Isolierung, Rohre, irgendwelche Sackeln, binden sie allweil um die Rohre rum. Das ist geknappt. Sie haben es einfach so reingeschmissen für das ganze Ding. So ist es drin gelegen. Ah. Das war's. Jetzt muss ich gut sein für heute mal.